Willkommen in meinem zweiten Video zum Thema Eisenmangel. Heute schauen wir uns das Märchen vom Fleischessen und vom Eisenmangel an oder warum es nicht notwendig ist, Fleisch zu essen, wenn ein Eisenmangel besteht. Die Standardbehauptung ist, dass bei Eisenmangel mehr Fleisch gegessen werden muss, um das Eisen aufzunehmen. Und wer vegetarisch oder sogar vegan ist, steht unter Generalverdacht, einen Eisenmangel fahrlässig verursacht zu haben. Aber ist das wirklich so? Das müssen wir uns jetzt wirklich einmal genauer anschauen. Als erstes könnte man sich die Frage stellen, woher kommt denn das Eisen im Fleisch der Kühe und Rinder? Aus dem Gras. Aha, das muss also irgendwie funktionieren. Und wir übertragen ja sehr gerne Daten von Experimenten mit Mäusen und Ratten auf uns Menschen, aber bei der Kuh sind wir da zurückhaltender. Schauen wir uns einmal an, wo es wie viel Eisengehalt hat. In dieser Tabelle habe ich euch einige Eisenwerte zusammengetragen von tierischen Produkten, von Gemüsen und von Früchten. Und wie ihr seht, Schweineleber und Blutwurst stehen ganz oben, aber wer isst das schon gerne und in diesem Ausmaß? Es bleibt schlussendlich also meistens beim Rind- oder Schweinefleisch mit einem Gehalt von 2,1 bzw. 1,4 Milligramm pro 100 Gramm. Wenn wir jetzt mal einen Blick auf die pflanzlichen Lebensmittel werfen, dann sehen wir, dass die Hülsen von Getreide und von Hülsenfrüchten besonders viel Eisen enthalten. Entsprechend haben Vollkornprodukte einen relativ hohen Eisengehalt und Produkte aus Weißmehl oder geschälter Reis einen geringen. Im Vergleich zum Fleisch liegt das Rugbrot etwa gleich auf mit dem Rindfleisch und das Weißbrot mit dem Schweinefleisch. Rein anhand des Eisengehaltes ist das Fleisch also bei weitem nicht der Spitzenreiter, als den es immer dargestellt wird. Das Thema der Eisenaufnahme und der Nahrungsfasern hat T. Colin Campbell in seinem Buch Die China Study genau angeschaut. Die Grundlage seiner Daten ist ein Atlas, der die Ernährungsgewohnheiten, aber auch Krankheiten in China in den 70er und 80er Jahren zusammengetragen hat. Er konnte zeigen, dass Chinesen in ländlichen Gebieten rund 3-mal mehr Nahrungsfasern zu sich nehmen als Amerikaner. Bei den Chinesen mit dieser ballaststoffreichen Kost war die Eisenaufnahme etwa 3-mal so hoch wie bei den Amerikanern. Auch der Eisenstatus, also wie viel Eisen im Körper gemessen werden konnte, war bei den Chinesen besser als bei den Amerikanern, mit Ausnahme derjenigen, die von Parasiten befallen sind, was in ländlichen Regionen von China doch hier und da noch vorkommt. Die ländliche Bevölkerung aus China hatte also mit einer ballaststoffreichen Kost eine bessere Eisenversorgung als die Amerikaner mit einem hohen Anteil an Fleisch und tierischem Eiweiß. Standardmäßig wird behauptet, dass das Eisen aus Häm besser aufgenommen wird als aus pflanzlichen Substanzen. Das Häm ist der zentrale eisenhaltige Bestandteil von Hämoglobin und Myoglobin. Darum ist das Hämeisen im Fleisch enthalten. Es scheint tatsächlich so zu sein, dass das Eisen als Hämeisen besser aufgenommen wird als aus Pflanzen. Allerdings gibt es auch Daten, die zeigen, dass eine zu hohe Zufuhr von Häm ungesund ist und das Risiko für gewisse Krebsarten erhöht. Weiter gibt es einige Daten, die einen Zusammenhang zeigen zwischen einem hohen Anteil rotem Fleisch in der Ernährung und einem etwas erhöhten Risiko für gewisse Krebsarten, Diabetes und Herzinfarkt. Die Autoren dieser Arbeit postulieren, dass das Hämeisen von Tumorzellen besser aufgenommen und verwertet werden kann und durch die Aufnahme von Hämeisen das Wachstum von Tumorzellen übermäßig gefördert werden kann. Weiter gibt es recht viele Daten, die zeigen, dass ein hoher Anteil an tierischen Eiweißen, an Fleisch und tierischen Fetten nicht so gesund sind und zum Beispiel unser Risiko für Herzinfarkt erhöhen. Die Datenlage dazu ist teilweise recht inkonsistent und inhomogen und es sind schon ganze Bücher zu diesem Thema gefüllt worden. Unter dem Strich kann man wahrscheinlich sagen, dass ein zu hoher Anteil an tierischen Eiweißen und Proteinen nicht so gesund ist. Weiter haben wir gesehen, dass die ländliche chinesische Bevölkerung mit einer faserreichen, ballaststoffreichen Kost mehr Eisen aufnehmen konnte als die Amerikaner mit einer Kost mit viel Fleisch. Wenn wir diese Tatsachen zusammennehmen, dann könnten wir zum Schluss kommen, dass die Eisenaufnahme aus pflanzlicher Ernährung besser geeignet ist.
Und selbst wenn die Aufnahme von Hämeisen etwas besser ist, so haben wir doch, wenn wir viel Vollkornprodukte konsumieren, insgesamt einen höheren Anteil an Eisen in unserer Ernährung. Um auf eine gesunde Weise Eisen aufzunehmen, ist es wahrscheinlich am sinnvollsten, eine pflanzenfaserreiche Kost zu haben mit viel Vollkornprodukten und möglichst wenig verarbeitete Produkte. Damit habt ihr nun einen guten Überblick über Ernährung und Eisen. Glaubt nicht jede Behauptung zu diesem Thema. Hier habt ihr die Literatur dazu. Ich habe euch einige Publikationen unten in der Beschreibung verlinkt. Denn auch hier gilt, Wissen ist Macht, dann müsst ihr weniger glauben. Im dritten Video zu diesem Thema werden wir uns anschauen, was man bei Eisenmangel mit Medikamenten machen kann und was es dabei zu beachten gilt. Ich freue mich, euch bald wiederzusehen und viel Spaß bis zum dritten Video. Teilt dieses Video mit Freundinnen und Freunden und gebt mir ein Like, damit den Behauptungen ein bisschen mehr Wissen entgegengesetzt wird.